Sind Auslandsrentner Schmarotzer? Das ist eine Frage, die sich Ruheständler, die ins Ausland umziehen, immer öfter gefallen lassen müssen. Zu den Hintergründen und was ich darauf antworten würde, mehr in diesem Video. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wir haben ja selbst schon viele Videos zum Thema Rente im Ausland hier veröffentlicht. Für viele ist es natürlich tatsächlich ein Traum, den Ruhestand im Ausland zu verbringen. Viele leben diesen Traum schon. In etlichen Ländern sind die Lebenshaltungskosten günstig. Man kann dort auch mit einer relativ geringen Rente ziemlich gut leben. Und wenn man noch in einem Land lebt, das ein gutes Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich oder der Schweiz hat, also in dem Land, wo man herkommt und die Rente bezieht, dann ist möglicherweise die Rente oder Pension komplett steuerfrei. Kein Wunder also, dass sich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, den Ruhestand im Ausland zu verbringen. Tatsächlich wird diese immer größer werdende Gruppe von Ruheständlern, die auswandern, aber auch mit Argwohn beobachtet. Ich sehe das bei unseren eigenen Videos zum Beispiel. Dort gibt es doch immer wieder ziemlich gehässige Kommentare. Und man kann das auch auf anderen Webseiten beobachten, wo zum Beispiel Blogposts zu diesem Thema veröffentlicht werden. Hier will ich euch mal ein Beispiel vorlesen. Jemand, der sich Nachdenker nennt, kommentiert Folgendes. Anstatt die Renten in das deutsche Wirtschaftssystem wieder zurückfließen zu lassen und somit ihren Beitrag beim Erhalt von Arbeitsplätzen und lebenswürdigen Löhnen in Deutschland zu leisten, spielen die Rentner lieber Großkotz in Schwellen- und Entwicklungsländern, auf das die dortigen Einheimischen, die in deren Augen wohlhabenden deutschen Persönlichkeiten hochleben lassen und sich über sprudelnde Einnahmen freuen. Pfui, solche Rentner sollten sich schämen. Nun, Nachdenker sagt hier ganz deutlich, was er von solchen Rentnern hält, die im Ausland leben. Und er ist hier bei weitem nicht alleine. Überraschenderweise ist vor allem in der freiheitsliebenden Schweiz schon seit längerem eine Diskussion entbrannt, wie mit sogenannten AHV-Schmarotzern im Ausland umzugehen ist. Hier zum Beispiel ein schon etwas älterer Artikel von 2017. Hier wird die damalige FDP-Chefin Petra Gössi zitiert. Rentner im Ausland generieren in der Schweiz keine Wertschöpfung. Sie zahlen weder Steuern noch konsumieren sie hier. Und die Schweizer FDP schlägt nun eben vor, die Renten von Auslandsschweizern zu kürzen. Und dann von diesem Jahr gibt es diesen Beitrag. Sind Rentnerinnen im Ausland tatsächlich Profiteure? Auslandsschweizer sind die größten Egoisten, die es gibt. Das sagt der konservative Podcaster Markus Somm in seinem Frontalangriff auf Schweizer Pensionäre im Ausland. Das ist ein Beitrag aus 2024. Markus Somm ist eigentlich Mitglied der Schweizer FDP, gilt aber auch als wichtiger Einflüsterer der Schweizer Volkspartei und ihrer Spitze. Und er sagt über die Auslandschweizer:
Es ist bereits erstaunlich, dass sie überhaupt ihre Staatsbürgerschaft behalten dürfen. Sie hocken möglicherweise seit 40 Jahren in Deutschland, haben mit der Schweiz vielleicht nichts mehr zu tun. Sie bezahlen keine Steuern, aber lassen sich gerne eine AHV-Rente auszahlen. Auslandsschweizer können ja mit wenig Geld ihre Beiträge einzahlen. Dann erhalten Sie die AHV neben der deutschen Rentenversicherung. Das ist eine Zumutung, für die Sie sich schämen sollten. Bisher fand ich ja, es sind noch gute Patrioten, aber wie die nun einfach den Schweizer Staat und den Schweizer Lohnzahler und den Schweizer Steuerzahler abmelken wollen, das geht gar nicht. Soweit Podcaster Markus Somm 2024. Er hat hier übrigens eine falsche Behauptung aufgestellt, denn leben Schweizer in einem EU-Staat, können sie nicht mehr freiwillig in die Schweizer AHV, also in die staatliche Schweizer Rente, einzahlen. Nun, in Deutschland und in Österreich hat die Diskussion um die Auslandsrentner die politische Ebene noch nicht erreicht. Wie gesagt, wir sehen es relativ viel in Social Media, in Kommentaren auch bei unseren Videos, wie gehässig man hier tatsächlich mit Personen umgeht, die als Rentner ins Ausland gehen oder dorthin gehen wollen. Mal sehen, ob sich dazu irgendwann auch die Politik oder die traditionellen Medien äußern. Wundern würde es mich nicht bei dem, was so alles abgeht in Deutschland oder in Österreich. Aber kommen wir nun eigentlich zu der Frage, sind das gerechtfertigte Vorwürfe? Handelt es sich bei Rentnern, bei Pensionären, die im Ausland leben, wirklich um Schmarotzer? Was kann man hier einem solchen Vorwurf entgegenhalten? Nun, sicherlich dürfte es dich nicht verwundern, wenn ich hier sehr scharf widersprechen muss. Selbstverständlich sind Rentner, die im Ausland leben, keine Schmarotzer. Es ist ja nicht so, dass die Rente hier ein Geschenk ist. Du hast hart gearbeitet, jahrelang, jahrzehntelang. Du hast Beiträge geleistet von deinem mühsam erarbeiteten Geld. Die Rente, auch die staatliche Rente, ist ja eine Rentenversicherung. Das heißt, wenn du dort einzahlst, hast du auch ein Recht, dort Geld wieder herauszubekommen. Völlig unabhängig davon, ob du nun in Deutschland, in Thailand oder in Südafrika lebst und deine Rente dort ausgibst. Es ist ein absolutes Unding, hier solchen Personen den Patriotismus in Frage zu stellen. Aus meiner Sicht ist hier vielfach der Neid der Vater des Gedanken. Viele sind einfach neidisch auf diesen cleveren Schachzug vieler Rentner, dass sie nämlich ins Ausland umgezogen sind, wo man doch zum Teil sehr viel günstiger leben kann und vielleicht im Winter keine Heizung braucht, weil das Klima so mild ist. Wenn auch du deinen Ruhestand im Ausland planst oder schon im Ausland lebst, kann ich dich nur ermutigen oder dir gratulieren zu diesem Schritt. Ich finde, du hast hier sehr viel Eigeninitiative gezeigt. Warum hier im regnerischen Deutschland sitzen, bis du das Zeitliche segnest, wenn du hier deine goldenen Jahre im wunderschönen Ausland unter der Sonne verbringen kannst? Die Rente, die du bekommst, hast du dir verdient. Die kann dir keiner streitig machen. Alles andere wäre doch der Rückfall in den tiefsten Kommunismus bzw. Diktatur. Wenn wir sehen, welche Parteien gerade in Deutschland oder in Österreich gewählt werden, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Schweiz, dann können wir anhand diesem Stimmungsbarometer ja schon ablesen, was tatsächlich im Land passiert. Gerade jene, die hier jahrzehntelang das System mitfinanziert haben, die den Staat unterstützt haben, fühlen sich doch jetzt vielfach vom Staat allein gelassen und sehen sich einer Welt gegenüber, die sie so nicht wiedererkennen. Wundert es uns da wirklich, dass es so viele Rentner, so viele Ruheständler ins Ausland zieht und man manchmal den Eindruck hat, jedenfalls ist das meine Warte, dass sie so schnell wie möglich weg wollen. Also mein Tipp an dich, ignoriere einfach so negative Stimmen. Du wirst ja vielleicht solche auch aus dem Verwandten- oder Freundeskreis hören. Viele reagieren mit Missverständnis auf deinen Plan, ins Ausland umzuziehen und den Ruhestand im Ausland zu verbringen. Ich würde sagen, einfach ignorieren, Augen zu und durch, ab ins Ausland. Mein Tipp an dich, damit sich der Ruhestand im Ausland wirklich lohnt, setze dich mit Fragen wie Doppelbesteuerungsabkommen auseinander. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, es gibt einige Länder,
wo man praktisch steuerfrei leben kann mit Rente, weil eben die Rente sowohl im Herkunftsland als auch in deinem Auswanderungsland hier nicht besteuert wird. Einige Videos haben wir da schon gemacht. Ich werde ein paar Links mal noch hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein kopieren. Und dann befasse dich vor allen Dingen natürlich mit den ganz praktischen Themen, wie zum Beispiel Lebenshaltungskosten, gesundheitliche Vorsorge und natürlich auch, wie du mit den Lieben zu Hause weiterhin in Verbindung bleiben kannst. Wenn auch du darüber nachdenkst, die goldenen Jahre, deinen Ruhestand im Ausland zu verbringen und hier steuerliche Fragen hast und wie du das Ganze hier möglichst effizient steuerlich aufsetzen kannst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten genau bei diesen Themen ins Ausland umziehen, sie steuerlich optimal aufstellen, neues Vermögen aufbauen und bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.